Hi, ich bin Lin. Das Schriftzeichen I1 wird im Chinesischen häufig verwendet. Allerdings ändert sich seinen Ton in Abhängigkeit von den Tönen der benachbarten Silben, damit man Tonkombinationen im Chinesischen leichter aussprechen kann. Dieses nennt man Tongsan Di. In diesem Video werden wir uns anschauen, wie Tongsan Di von I funktioniert. Im Chinesischen gibt es 4 verschiedene Töne und einen neutralen Ton. Nehmen wir die Silbe I als Beispiel. Der erste Ton wird als I ausgesprochen, der zweite Ton I, der dritte Ton I, der vierte Ton I, der neutrale Ton I. Noch einmal. I, I, I. I, I. Möchtest du mehr über die Töne im Chinesischen erfahren? Schau dir mein vorheriges Video Einführung in die chinesischen Töne an. Das Schriftzeichen I hat den ersten Ton I als Stammton, doch in zusammengesetzten Wörtern kann es 4 verschiedene Töne annehmen. Im ersten Fall behält I seinen ursprünglichen ersten Ton. Im zweiten Fall wird I mit dem zweiten Ton ausgesprochen, im dritten Fall mit dem vierten Ton und im vierten Fall mit dem neutralen Ton. Nun üben wir die Tonänderungen in einzelnen Silbenkombinationen mit Beispielen. Erstens, das I wird mit dem ersten Ton ausgesprochen, wenn es am Ende eines Wortes steht. Zum Beispiel Wan I, Wan I, Wan I, Wan I, Tong I, Tong I, Tong I, Di I, Di I, Di I. Oder wenn das I als Zahlwort verwendet wird. Zum Beispiel 316 316 316 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Zweitens, das I wird mit dem zweiten Ton ausgesprochen, wenn es vor einer Silbe mit dem vierten Ton steht. Hier kannst du dir die Nummer 2, 4 als Eselsbrücke merken. Das bedeutet, dass die Tonreihenfolge zweiter, vierter Ton ist. Beispiele: I bian, I bian, I bian, I gong, I gong, I gong, I ding, I ding, I ding, I ban, I ban, I ban. Drittens, das I wird mit dem vierten Ton ausgesprochen, wenn es vor einer Silbe mit dem ersten, zweiten oder dritten Ton steht. Hier kannst du dir die Nummer 4, 1, 4, 2, 4, 3 als Eselsbrücke merken. Vor dem ersten Ton Beispiele: I tian, I tian, I tian, I bian, I bian, I bian, I xie, I xie, I xie. Vor dem zweiten Ton Beispiele: I tong, I tong, I tong, I zhi, I zhi, I zhi, I shi, I shi, I shi. Vor dem dritten Ton Beispiele: I qi, I qi, I qi, I zao, I zao, I zao, I zhong, I zhong,
一种. Viertens. Das I wird mit dem neutralen Ton ausgesprochen, wenn es zwischen überlappende Verben stehen. Beispiele: 学一学, 学一学, 学一学. 说一说, 说一说, 说一说. 唱一唱, 唱一唱, 唱一唱. 看一看, 看一看, 看一看. Jetzt fasse ich alles zusammen, was wir heute gelernt haben. Im ersten Fall wird das I mit dem ersten Ton I ausgesprochen, wenn es am Ende eines Wortes steht oder als Za verwendet wird. Im zweiten Fall wird das I mit dem zweiten Ton I ausgesprochen, wenn es vor einer Silbe mit dem vierten Ton steht. Im dritten Fall wird das I mit dem vierten Ton I ausgesprochen, wenn es vor einer Silbe mit dem ersten, zweiten oder dritten Ton steht. Im vierten Fall wird das I mit dem neutralen Ton I ausgesprochen, wenn es zwischen überlappende Verben steht. Zum Schluss kannst du selbst noch einmal testen. Mit welchem Ton würdest du I in den folgenden Worten aussprechen? Höre jedes Wort 3-mal. 一声, 一声, 一声. 唯一, 唯一, 唯一. 11, 11, 11. 一斤, 一斤, 一斤. 一本书, 一本书, 一本书. Das waren die Übungen für heute. Ich hoffe, dass du etwas davon mitnehmen konntest. Bis zum nächsten Mal.